Ich begrüße dich zu einem neuen Kreativ-Espresso hier auf Ulrike Hirsch TV. Und ich freue mich, heute eine sehr schöne Herangehensweise mit dir zu teilen. Und zwar geht es um den roten Faden im Alltag oder auch um eine schöne Möglichkeit, täglich Raum für Neues zu schaffen und zu wahren in unserem Leben. Ich habe also wieder einen ganz konkreten Tipp für dich, wie du Kreativität in deinen Alltag integrieren kannst. Seit vielen Jahren schon beobachte ich, dass die Menschen sich immer mehr nach Kreativität in ihrem Leben sehnen. Nach Ruhe, nach Verbundenheit, nach Kontakt, nach Tiefe, nach Raum zum Einfachsein. Und gleichzeitig höre ich auch sehr oft, dass die Menschen keine Zeit haben, dass sie keinen Raum haben und keine Kraft. Ja, manche sind wirklich am Limit und haben echt damit zu tun, ihren Alltag zu bewältigen. Ich verstehe das sehr gut, denn auch ich kenne Zeiten, in denen jeder Impuls von außen sich angefühlt hat wie ein Erdbeben in meinem Nervensystem. Und wenn das Leben so randvoll ist, dann fühlt sich selbst etwas Schönes, was hinzukommt, manchmal an wie eine Belastung, eine zusätzliche Belastung. Und gleichzeitig spüren wir, da ist etwas in uns, das gern wachsen möchte, das sich mehr Raum wünscht, das sich nach Kontakt sehnt, nach Ausdruck, nach Verwirklichung. Und die große Frage ist also, wenn unser Leben schon so voll ist, wie kann etwas Neues dort Raum bekommen? Mein Impuls hierfür ist überraschend einfach. Ja, wenn du etwas Neues in deinem Leben wünschst, dann versuch nicht noch mehr hineinzupressen, sondern reduziere etwas, wo du spürst, dass es dich nicht wirklich nährt. Nur ein kleines Stück, so dass 1, 2, 3% in deinem Leben reduziert werden. Und dann ist auch etwas Raum entstanden. Diese Reduktion kann bedeuten, dass wir weniger Zeit am Bildschirm verbringen oder eine Gewohnheit, die uns nicht wirklich dienlich ist, langsam ausschleichen lassen. Ja, dass wir Kontakte, wo wir spüren, dass sie uns nicht wirklich nähren, ja, dass wir sie reduzieren, dass wir uns ein Stück weniger ablenken, sondern mehr auf das Neue konzentrieren. Und plötzlich entsteht da etwas Raum, ja, Raum für Neues. Und diesen Raum können wir füllen mit neuen Qualitäten. Zum Beispiel können wir malen, ja, wir können spazieren gehen, wir können einfach mal nichts tun und vor uns hinträumen, sinnieren. Wir können uns ausruhen. Wir können auch Sport machen, uns bewegen oder ein neues Instrument lernen oder eine neue Sprache. Zu Beginn sind es vielleicht 5, 10 oder auch 15 Minuten am Tag und das reicht vollkommen aus. Und mit der Zeit stabilisiert sich dieser neue Raum in unserem Leben. Und wenn er stabiler wird, dann merken wir fühlen uns genährter, lebendiger, erfüllter, auch verbundener mit uns selber. Und dann können wir mit der Zeit schauen, ob es vielleicht noch etwas gibt, was wir verabschieden können aus unserem Leben, um den neuen Raum etwas zu vergrößern, ja, um ihm noch mehr Raum zu geben. Vielleicht gibt es etwas, was jetzt, wo wir das Neue in unserem Leben haben, uns noch weniger dienlich erscheint, ja, wo wir sagen, das darf jetzt gehen. Dafür geben wir dem neuen Raum noch etwas mehr Raum. Denn das Leben ist ja beweglich. Ja, es ist nicht fest, es ist dehnbar und fluide. Das heißt, wir können etwas bewegen, wenn wir uns dafür entscheiden. Und jetzt möchte ich dir eine ganz konkrete Praxis zeigen, eine tägliche Übung, die wenig Zeit braucht, wenig Platz, wenig Material, wenig Aufwand und die dich immer wieder in Kontakt mit dir selber bringt. Also dafür brauchst du 10 Minuten am Tag,
ein Zeichenbuch oder ein Skizzenbuch und einen Stift. Vielleicht auch mit der Zeit noch ein paar mehr Stifte. Aber ein Stift ist das absolute Minimum und reicht völlig aus. Warum muss es ein Buch sein? Ja, also ein Buch ist ein geschützter Ort. Es ist geschlossen. Ja, wenn du gerade nicht darin zeichnest, ist es zu und niemand kann sehen, was sich darin befindet. Und es ist auch ein Ort, wo dein Lernweg oder wo eine Entwicklung sichtbar wird, weil du ja jeden Tag eine Seite darin füllst und dadurch wird sichtbar, wie du dich entfaltest, ja, und was du alles Neues entdeckst, was du dazu lernst. Einfach, wie du wächst auf dieser Reise durch das Buch. Es ist auch ein Rahmen, wo du weißt, okay, jeden Tag habe ich etwas Zeit mit diesem Buch. Das bedeutet Zeit mit mir. Und dein System lernt mit der Zeit. Wenn du dieses Buch hervorholst und dich mit diesem Buch hinsetzt, jetzt ist Zeit für mich. Und was ich an Büchern auch mag, ist, dass wir, wenn wir mal eine Seite haben, wo wir sagen, die ist uns nicht so gut gelungen, ja, dann bleibt sie im Buch. Und wir dürfen lernen, damit umzugehen. Und wir dürfen auch lernen und sehen, dass diese Seiten dazugehören. Ja, sie gehören zu unserem Weg. Denn in unserem Leben gibt es auch nicht immer nur perfekte Tage. Ja, es gibt Tage, wo wir sagen, oh, die waren jetzt nicht so super. Ja, aber sie gehören zu unserem Lebensweg dazu. Sie sind Teil unseres gelebten Lebens. Und so sind auch Seiten in unserem Buch, die für unser Empfinden oder für unseren Anspruch nicht optimal gelungen sind, Teil unseres Weges durch das Buch. Und jetzt zeige ich dir ganz konkret, wie es funktioniert. Du zeichnest jeden Tag eine einzige Linie auf eine Seite deines Buches. Mehr nicht. Du beginnst auf der linken Seite von deiner Buchseite und ziehst deine Linie über die Seite. Und diese Linie kannst du ganz einfach frei ziehen. Und du führst sie herüber zur rechten Seite. Ja? Dort endet die Linie des Tages, also von der linken zur rechten Seite. Das ist deine heutige Seite. Da kannst du gerne auch das Datum in der Ecke vermerken, wenn du es als eine Art Tagebuch gestalten möchtest. Und das ist das absolute Minimum. Das ist alles, was nötig ist. Ja, eine Linie. Und warum nur eine Linie? Weil nach dem Punkt eine Linie das Einfachste ist, was auf dem Papier möglich ist. Das heißt, die Hemmschwelle ist wirklich sehr gering. Es ist immer Zeit, sich hinzusetzen und eine Linie zu ziehen. Ja, und genau darin liegt die Kraft. Also du kannst aus einer Linie unglaublich viel machen. Und gleichzeitig, wenn du mal nicht viel Zeit hast und nicht viele Kapazitäten, ist eine Linie viel, tief und erfüllend. Ja, stellen wir uns vor, es ist der nächste Tag. Ich gehe wieder zu meinem Buch, schlag es auf und mache weiter bei der nächsten Seite. Die Linie beginnt auf der linken Seite und ich führe sie wieder herüber zur rechten Seite. Und ich kann wieder eine Linie ganz frei ziehen. Ich kann dabei in meinen Tag hineinspüren. Ich kann auch Schlaufen zeichnen mit meiner Linie. Ja, der Weg darf sich auch kreuzen. Und ich kann spüren, wie hat sich mein Tag angefühlt. Oder auch, wie fühle ich mich gerade in diesem Moment. Und die Linie geht wieder zum rechten Rand der Seite. Stellen wir vor, es ist der nächste Tag. Ich markiere mir hier den Punkt, wo meine Linie geendet hat am Vortag
und habe jetzt schon auf der neuen Seite den nächsten Anfangspunkt. Das heißt, hier beginnt am neuen Tag meine neue Linie. Und so eine Linie kann auch manchmal etwas wilder aussehen, ja, wenn unser Tag etwas turbulenter verlaufen ist und wir wollen das gerne vermerken, dann kann unsere Linie durchaus auch so aussehen. Und sie endet wieder am rechten Rand der Seite. Wir können mit unserer Linie auch Formen zeichnen. Zum Beispiel Dreiecke. Oder Vierecke. Oder Kreise. Und wieder vermerke ich die Stelle, wo meine Linie am Tag aufgehört hat. Und wenn ich am nächsten Tag zu meinem Buch zurückkehre, weiß ich wieder, wo der Anfangspunkt ist. So eine Linie kann auch zu einem Gesicht werden. Ja, vielleicht kennt ihr schon die Herangehensweise, dass man Porträts zeichnet, ohne den Stift vom Papier abzusetzen. Das ist auch eine Möglichkeit, ein intuitives Porträt zu erschaffen, ja, wo wir die Geschichte unseres Tages einfach in einem Gesicht festhalten. Und das kann sehr interessant sein. Und die Linie geht wieder zum rechten Rand der Seite. Wir können auch unsere Linie nutzen, um ein Wort zu schreiben, ohne den Stift abzusetzen. Zum Beispiel, wenn unser Tag sehr herausfordernd war und wir haben Mut aufgebracht, um diese Herausforderung zu meistern, dann können wir dieses Wort verewigen auf unserer Seite. Ja. Und wir markieren uns wieder den Punkt und wissen dann, wenn wir am nächsten Tag zu unserem Buch zurückkehren, wo wir wieder ansetzen. Wir können in einer Linie auch ein Diagramm unseres Tages darstellen. Ein Energiediagramm oder ein Stimmungsdiagramm. So kann es zum Beispiel aussehen. Oder wir können auch einfach eine Bewegung zum Ausdruck bringen, die wir gerade sehr stark in uns spüren. Und wie gesagt, schreib gern auf jeder Seite in die Ecke das Datum. Ja, dann kannst du dieses Buch auch als eine Art Tagebuch nutzen. Und mit der Zeit entsteht auf diese Weise ein Linientagebuch deines Lebens. Eine Art roter Faden, eine Kontaktlinie zu dir selbst. Eine Linie, die dich jeden Tag näher zu dir selbst führt, die dich mit dir verbindet, die die Beziehung zu dir selber stärkt. Wenn du deine tägliche Linie gezeichnet hast und du merkst, du hast noch etwas Zeit und auch noch etwas Lust und Kraft weiterzumachen, kannst du gerne auch andere Materialien verwenden. Du kannst mit Farben hineingehen, ja, du kannst
Räume füllen mit Farben. Du kannst auch feinere Stifte nutzen und hier kleine Ornamente und Strukturen hineinzeichnen oder Worte hinschreiben. Du kannst Schnipsel einkleben, mit Wasserfarben hineingehen. Du kannst stempeln, Worte stempeln oder auch Figuren hineinstempeln. Du kannst Kleckse auf die Seiten werfen. Du kannst auch die Porträts noch mit Farben oder Ornamenten ausformulieren, genauso wie du deine Worte erweitern kannst, ja, mit ergänzenden Worten oder kleinen Texten. Vielleicht fällt dir eine Zeile aus einem Lied ein, das du sehr magst, oder aus einem Gedicht, das dir viel bedeutet. Dann kannst du diese Textzeilen hier hinzufügen. Oder vielleicht möchtest du auch manchmal noch etwas beschreiben. Vielleicht magst du dein Diagramm noch erläutern, ja, indem du kleine Pfeile hier hinmachst und schreibst, was du in diesem Moment gefühlt hast, ja, was du erlebt hast, als du an diesem und jenen Punkt warst. Ich bin da auch gerne immer etwas verspielt und zeichne auch kleine Figuren, die auf der Linie entlanglaufen, ja, oder kleine Illustrationen oder kleine Tiere, die auf dieser Linie entlanglaufen oder kleine Pflanzen, die auf dieser Linie wachsen oder, wie schon gesagt, Ornamente, die daraus entspringen. Wenn du an diesem Buch dranbleibst, ja, an diesem Projekt, dann wirst du beobachten, dass du eine Kontinuität entwickelst, die einen stabilen Raum in deinem Leben erschafft, einen Raum für Kreativität und für Begegnung mit dir selbst. Du wirst diesen Raum schätzen, ja, weil es ist ein Raum, in dem du dich selber wahrnehmen kannst, in dem du dir begegnen kannst, in dem du das, was in dir ist, zum Ausdruck bringen kannst auf eine kreative Weise, ohne großen Aufwand. Vielleicht kennst du ja die 100-Stunden-Regel, die besagt, dass wenn wir etwas ungefähr 100 Stunden in unserem Leben praktiziert haben, dann verfügen wir über mehr Erfahrung in dieser Sache als die meisten Menschen. Das klingt jetzt erstmal viel, ist aber überraschend einfach, denn wenn wir 100 Stunden auf ein Jahr verteilen, dann sind das 17 Minuten am Tag. Und wenn wir 10 Minuten am Tag aufwenden, dann sind es vielleicht fast 2 Jahre. Aber wenn wir diese Praxis aufrechterhalten, dann heißt das, dass wir Erfahrung sammeln in unserer ganz eigenen Kreativität, in unserem ganz eigenen Ausdruck. Ja, wir finden unsere Linie auf dem Papier. Das ist unvermeidbar, wenn wir diese Praxis pflegen. Und noch viel wichtiger als das ist, dass wir unseren kreativen Raum täglich pflegen. Wir pflegen unsere Beziehung zu uns selbst. Wir sorgen für uns jeden Tag. Wir stabilisieren unseren Raum in unserem Alltag. Und vielleicht magst du heute gleich beginnen. Ja? Holst dir ein kleines Buch, einen Stift oder auch mehrere Stifte. Die Linie muss übrigens nicht immer schwarz sein. Ja? Sie darf auch verschiedene Farben haben. Ich mag halt schwarz auf weiß, weil es so schön klar ist und weil ich dann mit allen möglichen anderen Materialien ergänzend noch in die Seite hineingehen kann. Aber du schaust, was für dich am spannendsten ist. Vielleicht magst du ja lieber Buntstifte oder vielleicht magst du deine Linie auch an manchen Tagen mit einem Pinsel ziehen und mit Tusche oder mit einer Kreide. Wichtig ist, dass du jeden Tag dich mit deinem Buch in deinem kreativen Raum triffst. Es muss nicht groß sein, es muss nicht perfekt sein, aber innig, ja, und ehrlich. Eine Linie als Zeichen dafür, dass du dir selbst treu bist, dass du die Beziehung zu dir selbst pflegst und dass du den Raum für Neues in deinem Leben aktiv näherst. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Projekt und vor allem Verbundenheit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.